Ja, hallo, ich bin Verena, ich bin seit 2021 bei Consolidate im Team und zwar als UX-UI-Designerin. Und ich stelle euch heute meine Lieblingsfunktion vor und da geht es darum, dass man in Consolidate Aktivitäten verknüpfen kann und das in der Historie anschauen kann und nachträglich bearbeiten. Wenn ich mich zum Beispiel ein paar Jahre später frage, warum irgendein E-Mail zu welchem Kunden oder zu welcher Kundin hinausgegangen ist, dann kann ich über diese Funktion ganz einfach nachschauen, was denn davor für Gespräche waren, welche Dokumente erstellt worden sind und kann so mir selbst ein Bild darüber machen, was da im Hintergrund passiert ist. Und zwar nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei meinen Kollegen und Kolleginnen. In der Aktivität drin, in der Detailansicht, gibt es den Reiter Historie. Und im unteren Bereich von dieser Historie sieht man die verknüpften Aktivitäten. Ich kann in den verknüpften Aktivitäten navigieren, ich kann sehen, was aufeinander gefolgt ist, ich kann da auch auf- und zuklappen. Wenn ich zu einem solchen Historienbaum möchte eine zusätzliche Aktivität zuordnen, dann kann ich das ganz einfach machen. Ich habe hier vor mir zum Beispiel eine Aufgabe und die Aufgabe ist entstanden aus einem E-Mail, das mir vorher jemand geschickt hat. Im Moment sind die beiden Dinge nicht mehr miteinander verknüpft, weil die Aufgabe nicht als Folgeaktivität von der E-Mail erstellt wurde. Ich kann das aber nachträglich noch nachholen. Und zwar mache ich das so, dass ich in der Aufgabenliste, wo sich mein E-Mail im Moment befindet, mit der rechten Maustaste auf die Zeile mit der E-Mail klicke, da auf Aktivität merken klicke. In der Detailansicht von der Aktivität, von der Aufgabe, die ich da vor mir habe, kann ich dann über Optionen gemerkte Aktivität als Vorgänger zuordnen, die E-Mail ganz einfach als Vorgänger zu der Aufgabe, die ich jetzt bekommen habe, dazu tun und das somit verknüpfen. Im unteren Bereich in der Historie bemerke ich dann nach dem Speichern und Aktualisieren, dass die beiden Aktivitäten miteinander verknüpft sind. Ich glaube, wenn man einmal erlebt hat, wie die Funktion den Arbeitsalltag erleichtert, dann hat man eine Freude daran, die Funktion auch immer wieder zu benutzen und so nicht nur sich selbst, sondern auch dem ganzen Team die Arbeit zu erleichtern. Wenn euch mein Tipp gefallen hat, liked doch das Video und abonniert den Kanal.